wenn du ihn auch noch liebst, dann kämpf um ihn. Wie? Keine Ahnung. Wahrscheinlich musst du einfach noch sturer sein als er. Danke. Und? Sieht's nach viel aus? Antonia. Und? Ich wette, wir haben einen Grund anzustoßen. Die meisten konnten ihren Schmuck ja nicht schnell genug loswerden. Hab ich dir schon gesagt, wie unfassbar gut ich deine Idee mit dem Schmuck fand? Hast du? Sag schon, wie viel ist drin circa? Ich weiß es nicht. Den Schlüssel muss Justus noch haben. Na, lass uns trotzdem anstoßen. Später. Ich kümmere mich um den Schlüssel. Ja, jetzt. Wenn ich einen Job mache, mache ich ihn richtig. Diese Seite kenne ich ja noch gar nicht an dir. Okay, die erste Regel der Sicherheitsbestimmung auf dem Bau. Es gibt nichts ohne Helm. Und? Die Farbe irgendeine Bedeutung oder gibt's auch andere Farben? Genau, also wenn du das Ding mal abnehmen musst, dann achte bitte darauf, dass niemand mit weißem Helm um die Ecke kommt. Den trägt nämlich nur der Chef. Und das gibt Ärger, was? Das kann man so sagen. Ja, bei meiner Ausgrabung musste ich die Dinge auch immer tragen. Was ich auch nicht so ganz verstehe. Während deines Studiums, da musstest du doch durch so alte Tempelruinen kriechen und warst an ziemlich coolen Orten wie Kambodscha und so. Naja, und jetzt für deine Doktorarbeit sollst du auf einen stinknormalen Bau? Ja, wegen der Statik. Was hat dann so ein Neubau jetzt mit der Statik von der alten Tempelruine zu tun? Es geht um den Vergleich. Was wusste man damals von Statik und ist es so anders als das, was man heute weiß von Statik? Ah ja, okay. Na, dann will ich dir mal zeigen, wie man Beton mischt. Weil der ist nämlich auch ziemlich wichtig für die Statik. Helena macht ein Praktikum bei euch? Ich dachte, sie sitzt in ihrer Doktorarbeit. Ja, angeblich braucht sie irgendeinen Vergleich für irgendwas mit moderner Bauweise. Angeblich? Ich glaube, sie ist eher an Andi interessiert. Was ist denn das jetzt? Schatz, wenn du mir sagst, wonach du suchst, dann kann ich dir vielleicht auch helfen. Den Bestellschein für die Dämmplatten, die werden heute geliefert. Sehr gut. Schatz, du bist die Beste. Das wollte ich hören. Sag mal. Hallo? Was machst du da gerade? Arno ist mit Christina auf dem Spielplatz. Konstantin kommt erst heute Abend zum Spanischlernen vorbei. Was fällt dir dazu ein? Dass ich leider auf die Baustelle muss. Sicher? Die Dämmplatten. Hast du nicht genug Leute, die das annehmen können? Mehr als genug. Entschuldigung. Frau Lense, wissen Sie, wo ich Frau Weber finde? Tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Wo könnte sie denn sein? Ich muss Sie dringend sprechen. Sie suchen unsere Schlossverwalterin? Haben Sie sie gesehen? Vor 10 Minuten auf der Auffahrt. Beziehungsweise in einem Taxi, also weg von der Auffahrt. Wohin wollte sie? Zum Flughafen? Welchen Wagen können Sie mir geben? Sie können natürlich meinen Privatwagen nehmen. Bitte sehr. Das ist meine Rettung. Vielen Dank. Heute Abend steht der Wagen wieder hier, ohne Schramme. Kein Problem. Durchlauf. Ich wollte Sie Später, etwas... Justus. Arno. Ein Schlüssel. So, Nathalie freut sich schon auf die... Hallo. Matthias, ich denke, du bist den ganzen Tag auf dem Bau. Ja, das wollte ich auch, aber
Ja, ist noch ein bisschen Schreibkram übrig geblieben. Ja, dann wollen wir mal nicht stören bei deinem Schreibkram. Du hast nicht vielleicht noch ein Stündchen für Christina? Nee, Matthias, tut mir leid, ich muss zur Universität. Okay, vielen Dank. So. Nathalie, tschüss. Ciao, Arno. Arno, ciao. Ich glaube, er hat mich durchschaut. Kein Wunder, wie du aussiehst. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir uns einen richtig schönen Nachmittag mit Christina. Wir haben schon ewig nicht mehr zusammen gekocht. Was meinst du? Was meinst du? Oh, warte mal kurz. Nimmst du sie? Brandner. Hi, Andi hier. Herr Brandner, die Dämmplatten sind gerade gekommen. Ja, kommt ihr klar mit dem Ausladen? Ja klar, aber bestellen Sie nicht sonst immer die 200er? Die haben nur 180 mm. Die 180er, das können wir vergessen, Andi. Habe ich dem Typen auch gesagt, aber der zeigt immer nur auf den Bestellschein. Okay. Ich komme gleich. Ich glaube, wir Mädels müssen heute alleine zurechtkommen. Bis dann. Bis dann. Ciao, mein Schatz. Ich dachte, auf dem Bau heißt es immer, was nicht passt, wird passend gemacht. Erzähl das mal dem Bauamt, wenn die plötzlich auf der Matte stehen. Also was ist? Wir haben nicht ewig Zeit. Bist du fertig? Fertig. Everybody thinks that girl's so fine. Everybody's like, I'll make her mine. Everyone thinks she's a bit of alright, but I think that she's not so nice. Every guy's looking in her eyes. Every guy's checking out her thighs. Everyone thinks that girl's a lady, but I don't. I think that girl's shady. Well, I'll just read her book instead. I don't care if we're just friends, but I can hang out with myself. I'm old enough now to pretend. Well, I'll just read her book instead. Well, I know that you think she's hers, but I don't even think she cares. I don't know what you see. There's nothing there. I think she's a Nathalie Kepler hier, hallo. Ich rufe an wegen der Unterrichtsvorbereitung. Nein, es gibt keine Probleme. Ich wollte nur fragen, ob ich auch noch eigene Ideen einbringen kann. Genau. Ja, mein Konzept für Spanisch 1 und 2 lege ich Ihnen dann natürlich vor. Ja, auch für Wirtschaftsspanisch. Ich habe momentan einen Privatschüler, der sich da durchquälen muss. Vamos a la playa! Oh, oh! Wollt ihr mich umbringen oder was? Nö. Im Gegenteil. Was geht denn bei euch ab? Sommer, Sonne, Strand. Erinnerst du dich? Nee, nicht wirklich. Ja, das sehen wir. Und deswegen haben wir gedacht, wir schleppen dich ab zum See. Coole Idee. Wenn man Zeit hat. So, jetzt hast du Zeit. Oder willst du dir echt einen Tag mit uns beiden entgehen lassen? Ja. Neben Sommersonne und Strand gibt es auch noch jede Menge Gratisgetränke. All inclusive quasi. Die Handtücher haben wir heute Morgen auch schon auf die Liegen gelegt. Ja, und Olli mimt auch noch den Animateur. Macht Bingo, Wassergymnastik, Strandburgen bauen. All inclusive. Was denn mit Yoga? Steht das auch auf einem Animationsprogramm? Ach, wenn du willst, üben wir den Sonnengruß bis zum Umfallen. Unglaublich, was du alles drauf hast. Schon mal darüber nachgedacht, den Beruf zu wechseln? Was meinst du, was ich den ganzen Tag im Laden mache? Ach, er tut immer so beschäftigt, aber eigentlich meditiert er die ganze Zeit nur hinter der Theke rum. Ey, und lässt Miriam die ganze Arbeit machen, stimmt doch. Ah, also, wie sieht's aus? Sommer, Sonne, Strand. Ja, ich weiß. Nee, Leute, tut mir leid. Ich muss dringend bis heute Abend noch das Kapitel in die Birne kriegen. Ja, dafür bleibt dir auch noch genug Zeit. Jetzt gehen wir erstmal eine Runde schwimmen. Genau, danach kannst du viel besser lernen. Bitte! Ja.
Nathalie? Hey, Nummer erkannt? Claro, que sí. Konstantin, pass auf, ich habe heute Nachmittag noch nichts vor und wollte dich fragen, ob du Zeit und Lust für eine Extrastunde hast. Auf jeden Fall. Aber ich bin noch nicht hundertprozentig vorbereitet. Das macht nichts, komm einfach vorbei. Okay. Vale, hasta luego. Hasta luego. Jungs, ihr müsst leider ohne mich los. Nathalie, gib mir eine Extrastunde. Komm schon, das ist nicht dein Ernst. Du Streber, du. Kannst du uns bitte ein bisschen von deinem Strebergehen abgeben? Oh ja, bitte, dann putzt ja vielleicht mal regelmäßig das Bad. Du willst jetzt lieber hier mit Nathalie lernen, als mit uns schön in der Sonne zu chillen? Ich bin froh, dass sie mir hilft. Ey, und wenn ich in 2 Monaten nicht fließend Spanisch spreche, dann kann ich meinen Job bei Oso y Todo vergessen. Was meinst du, lassen wir das als Ausrede gelten? Ja, natürlich, sonst verrate ich Miriam dein Meditationsgeheimnis. Traumjobs bei irgendeiner Zeitung, die werden doch eh total überbewertet. Und dann kannst du deinen Sonnengruß nämlich vergessen. Finde ich auch, aber wie er meint, wir haben es versucht. Allerdings, viel Spaß beim Lernen. Streber. Danke, Justus. Ach, würden Sie bitte Frau Weber Bescheid sagen? Ich möchte Sie gerne sprechen. Das wird leider nicht möglich sein. Sie hat kurzfristig Urlaub eingereicht. Wieso? Sie war doch gerade erst in Urlaub. Ich war auch äußerst überrascht. Ich hätte Sie selber gerne gefragt, was der genaue Grund dafür ist. Aber mehr als Ihren Urlaubsantrag habe ich leider nicht vorgefunden. Justus, haben Sie zufällig Prinz Philipp gesehen? Nur flüchtig. Seine Durchlaucht verließ das Schloss in höchster Eile. Hat er Sie zufällig nach dem Schlüssel für die Schatulle gefragt? Ich habe ihn nicht. Ja, ist schon gut, Justus. Servieren Sie uns den Tee bitte im Kaminzimmer. So. Ich bin so gespannt, wie viel Schmuck zusammengekommen ist. Ich nehme mal an, jede Menge. So charmant, wie Philipp die Dame überzeugt hat. Was wollen Sie? Ich möchte Sie vor ihm warnen. Philipp ist ein mieser kleiner Betrüger. Bitte? Philipp spielt wohlhabenden Frauen seine Liebe nur vor, um sie dann um etliche Euros zu erleichtern. Nico, was ist los mit dir? Du bist so still. Du machst dir doch nicht ernsthaft Sorgen um Philipp. Nein, bestimmt nicht. Ich bin mir auch sicher, dass der Schlüssel der Schatulle wieder auftaucht. Und dein Prinz selbstverständlich auch. Ja, das will ich hoffen. Für ihn. Warum halten wir an? Fragen Sie den Idioten, der mich gestoppt hat. Fahren Sie los, weiter! Du willst nicht, dass wir uns streiten. Dass wir im Guten auseinandergehen. Das will ich auch immer noch, aber ich musste auch weg von dir. Es tut mir weh, wenn ich dich mit Nicola sehe. Deshalb musste ich auch so plötzlich abhauen. Gib mir den Schmuck. Nein. Wenn du ihn mir nicht freiwillig gibst, dann hole ich ihn mir. Und das willst du nicht. Glaub mir. Du drohst mir? Willst du die Bombe wirklich platzen lassen? Und deiner geliebten Nicola erzählen, dass wir verheiratet sind? Und dass du deine Spielschulden abzahlen musstest und deswegen sie ausnehmen wolltest? Zum letzten Mal. Ich lass mich von dir nicht mehr länger erpressen. An deiner Stelle würde ich jetzt zurückfahren. Sonst kann ich in Zukunft für Nicolas Sicherheit nicht garantieren. Wenn du es wagst, sie anzurühren, lernst du eine Seite an mir kennen, von der du nicht im Traum dachtest, dass es sie gibt. Und jetzt rück den Schmuck raus. Sofort. Also 2 Drittel des Wassers sind jetzt drin. Jetzt kommt noch Sand, Kies und Zement, richtig? Die 200er Platten werden erst morgen geliefert. Das wird knapp, aber dann müssen wir durch. Mhm. Und? Wie macht sich unsere Edelpraktikantin? Besser, als ich dachte. Trotzdem, haben Sie ein Auge auf sie. Nicht, dass sie vor lauter Enthusiasmus plötzlich in irgendein Loch hineinfällt. Hm? Ja, wird gemacht, Chef. Ich übernehme das jetzt. Kleine will's auch wissen. Ja, sieht ganz so aus. Hey, schön, dass du Zeit hast. Wenn du mir eine Extrastunde geben willst, dann muss ich ja Zeit haben. Aber wie gesagt, mit den Conectores de Venta bin ich noch nicht durch. Damit machen wir morgen weiter. Heute habe ich etwas Spezielles mit dir vor. Ingredientes. Die Patatas. Ein Kochrezept? Exaktamente. Nathalie, im Kochen bin ich noch mieser als in Spanisch. Konstantin, ich will ja auch keinen Starkoch aus dir machen. Wir verlegen nur die Unterrichtsstunde in die Küche. Auch wenn du in Düsseldorf arbeiten wirst. Ein bisschen was solltest du über das Land deines Auftraggebers wissen. Und übers Essen lernt man viel über Land und Leute. Sagt dir Paella was? Das ist doch dieses Fischzeug. Auch.
Im Mittelalter hat man Paella sogar mit Rattenfleisch zubereitet. Also ursprünglich war es mal arme Leute essen. Aber keine Angst, wir kochen vegetarisch. Kartoffeln mit Paprika. Ja, super. Oh, muss mal nach Christina gucken. ¿Te gusta mi idea? Sí, me gusta mucho. Vale. Hey, kommst du mit rüber? Wir machen Pause. Noch die letzte Betonmischung, dann komme ich nach, okay? Was? Alles in Ordnung mit euch? Ja, es geht schon. Okay, Leute. Wer ist ans Gerüst gekommen? Niemand. Die Steine sind einfach so runtergefallen. Ich hab's genau gesehen. Verdammt noch mal, wie oft habe ich euch gesagt, Baumaterial muss abgesichert sein? Müssen wir wieder mit Lektion 1 anfangen, oder was? Möchtest du auch noch einen Tee? Nico, wo bist du mit deinen Gedanken? Tut mir leid, Elisabeth, ich muss mal kurz telefonieren. Ach, da bist du ja. Tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat. Ich war in der Stadt und hab den Schmuck schätzen lassen. Oh, ich glaube, Nico hat für einen kurzen Moment befürchtet, sie wären mit dem Schmuck durchgebrannt. Ach, Quatsch, nein. Ich habe mich nur gewundert, wo du bleibst. Hast du das Schloss aufgebrochen? Schuldig, fürchte ich. Ich habe mit einer Haarnadel nachgeholfen. Was? Sie gehen die Dinge gerne ungewöhnlich an, oder Philipp? Ich war einfach ungeduldig. Vielleicht hätte ich doch darauf bestehen sollen, dass Sie mir Ihren Plan verraten, auf dem Charity-Salon die Damen zu bitten, uns ihren Schmuck zu schenken. Elisabeth, es tut mir wirklich leid, wenn ich Ihnen damit... Vielleicht sollte alles so bleiben, wie es immer war. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht tut der Stiftung das Unkonventionelle gut. Vielleicht tun Sie der Stiftung gut. Ich möchte Sie bitten, mir dabei zu helfen. Was halten Sie von Leiter der Öffentlichkeitsarbeit? Das klingt hervorragend, Elisabeth. Abgemacht. Dann kann ich als neuer Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Jana von Lahnstein Stiftung meine erste offizielle Mitteilung machen. Die heutige Sammlung hat einen Wert von ca. 1,3 Millionen Euro. Wow. Pelas las patatas, las lavas y las cortas. Kartoffeln schälen, waschen und kleinschneiden. Muy bien. In Spanien werden 54% der Landesfläche landwirtschaftlich genutzt. Und rate mal, was am häufigsten angebaut wird? Ja, Kartoffeln, No, Cereales y Maíz. Getreide und Mais. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, ich finde, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ja, klar, ich bin natürlich ein Katastrophenkoch, aber... Ja, warte mal. Da muss noch Zunder rein. Wo ist das Chilipulver? Hier. Añades una cucharita. Ein Löffel Chilipulver. So, also ich finde, der Rest hat jetzt aber genug gezogen, oder? Ich bin echt mal gespannt. Sin embargo, no pueden parar. Chili-Alarm. Gott, ich hab doch nur einen Löffel reingetan. Cuchara, cucharita. Alles klar. Du hast es nicht anders gewollt. Nee, konntest du nicht. Ich schluck dieses Ja? Säulenzeug nicht. Nein, nein, Und auf gar auf, keinen und Fall. auf, Nein, und nein. auf. Sowas ist mir noch nie passiert. Ich arbeite echt schon lange auf dem Bau. Ist ja noch mal gut gegangen. Ja, aber nur weil du das rechtzeitig gesehen hast. Der Helm hätte auch nichts mehr genützt. Was
Es war ein Reflex. Ich habe gesehen, dass du gegen das Gestell geknallt bist und die Bretter ins Rutschen kamen. Und bin ich einfach losgerannt. Du hast mir das Leben gerettet. Das werde ich dir nie vergessen. Und auch, dass du dem Chef nicht gleich Bescheid gesagt hast, dass ich... Hey, ihr zwei. Macht Feierabend und erholt euch von dem Schock. Danke, es geht schon wieder. Fritsche, zum letzten Mal. Auf dem Bau wird dem Chef nicht widersprochen. Und wenn einem hier das Leben gerettet wird, dann gibt man einen aus. Kapiert? Kapiert. Oh ja, ich habe noch 2 Bier in meinem Kühlschrank. Okay. Quieres leche? Hilft besser als Wasser. Das war's mir wert. Du wirst nie wieder Tee und Esslöffel verwechseln. Vielleicht sollten wir lieber was bestellen. Kennst du zufällig einen Spanier, der Paella mit Rattenfleisch liefert? Ich suche dir gleich mal die Nummer raus. Aber vorher gucke ich nach Christina. Christina! Süße! Christina! Ist sie denn? Ach du Scheiße, die Tür ist auf. Christina ist weg. Tja, dann setz dich doch erst mal. Ich hol uns mal was zu trinken. Du wolltest doch auch ein Bier, oder? Genau. Danke. Na dann auf dich und deine Reflexe. Danke nochmal. Und überhaupt warst du auf der Baustelle echt der Hammer. Dass du so reinhauen kannst. Das mit der Bierflasche bringe ich dir auch noch bei. Echt? You're the one